Diesmal zur Abwechslung wollte ich euch etwas anderes zum Thema Ehe und Liebe vorlesen. Die Quelle wird vielleicht überraschend sein, denn es ist aus der Selbstbiografie von Heiligen Teresa von Lisieux. Wie wahrscheinlich jeder weiß, war die heilige Teresa eine Karmelitin, also hat in einem Kloster gelebt. Was hat sie uns also in Bezug auf die Ehe zu sagen? Nun, wahrscheinlich vieles, denn erst kürzlich wurden auch ihre Eltern selig gesprochen, aber darüber wollte ich jetzt nicht reden, sondern genau in der Selbstbiografie sind mir vor einiger Zeit ein paar Passagen aufgefallen. Wenn man sie betrachtet, ja, eigentlich muss man nur an manchen Stellen das Wort Mitschwestern durch das Wort Ehepartner ersetzen und eigentlich stimmt das Ganze alles. Also vielleicht, ja, wenn man frisch verliebt ist, wenn man gerade geheiratet hat, wird man das vielleicht noch nicht so empfinden, wird man das vieles, was hier steht, vielleicht sehr automatisch machen und ja, spontan machen. Aber mit der Zeit erkennt man, dass Liebe, auch die Liebe in der Ehe, die Liebe zu dem eigenen Ehepartner, im Grunde genommen wenige Gefühle, sondern vielmehr ein Willensakt ist und das, was man tut. Die heilige Teresa schreibt: Beim Betrachten der Worte Jesu erkannte ich, wie unvollkommen meine Liebe zu meinen Mitschwestern war. Ich sah ein, dass ich sie nicht liebte, wie der liebe Gott sie liebt. Ich begreife jetzt, dass die vollkommene Liebe darin besteht, die Fehler der anderen zu ertragen, sich nicht über ihre Schwächen zu wundern, sich an den kleinsten Tugendakten zu erbauen, die man sie vollbringen sieht. Will ich diese Liebe in meinem Herzen anfachen, besonders wenn der böse Geist mir die Fehler dieser ohne jene Schwester, die mir weniger sympathisch ist, vor Augen zu stellen sucht, so forsche ich schnell nach ihren Tugenden, ihrem guten Willen. Ich sage mir, wenn ich sie auch einmal fallen sah, so kann sie doch zahlreiche Siege errungen haben, die sie aus Demut verbarg. Und selbst, was mir als Fehler erscheint, kann sehr wohl der Intention nach ein Tugendakt sein. Ich habe keine Mühe, mich davon zu überzeugen, denn eines Tages machte ich eine kleine Erfahrung, die mir bewies, dass man nie urteilen soll. Es war während der Rekreation. Die Pförtnerin gibt 2 Glockenzeichen, man musste die große Pforte der Arbeit öffnen, weil Bäume für die Krippe hereingebracht wurden. Die Rekreation war nicht fröhlich, denn Sie waren nicht dabei, meine geliebte Mutter. Daher dachte ich, es wäre mir recht, wenn man mich als Dritte schickte. Und richtig, Mutter Suppriorin hieß mich zu diesem Zweck hingehen, oder auch die Schwester, die neben mir saß. Sogleich begann ich unsere Schürze zu lösen, aber langsam genug, damit meine Mitschwester die ihre vor mir ausziehen konnte. Denn ich dachte, ihr Freude zu bereiten, wenn ich sie Dritte sein ließe. Die Schwester, welche die Ökonomin vertrat, blickte uns lachend an, und da sie mich als Letzte aufstehen sah, sagte sie zu mir: »Oh, ich dachte mir schon, dass nicht Sie diese Perle in Ihre Krone einfügen würden. Sie waren zu langsam.« Selbstverständlich glaubte die ganze Kommunität, ich hätte aus natürlichem Antrieb gehandelt. Und ich kann gar nicht sagen, wie heilsam so ein kleines Ereignis meiner Seele war und wie nachsichtig es mich machte den Schwächen anderer gegenüber. Dies bewahrt mich auch vor Eitelkeit, wenn man mich günstig beurteilt. Denn ich sage mir, da man meine kleinen Tugendakte als Unvollkommenheiten deutet, kann man sich ebenso gut täuschen, indem man für Tugend hält, was nur Unvollkommenheit ist. 2 Erklärungen noch zu dem Text, für diejenigen, die vielleicht weder mit Heiligen Teresa noch mit den Karmelbegebenheiten weniger vertraut sind. Also Dritte nennt man in Karmel eine Schwester, die die Ökonomin begleiten muss, wenn man fremde Leute, in dem Fall Arbeiter, in die Klausur einlassen muss. Die heilige Teresa schreibt auch, dass sie unsere Schürze zu lösen angefangen hat. Das ist jetzt nicht als Pluralis Majestatis zu verstehen, ganz im Gegenteil. Im Karmelitenorden nennt man nie irgendetwas meins, sondern um das Armutsgelöbnis sich immer wieder vor Augen zu führen,
bezeichnet man alles nicht als meins, sondern als unser. Was soll man eigentlich noch hinzufügen? Die heilige Teresa schreibt hier jetzt von Fehlern dieser oder jener Schwester, die mir weniger sympathisch ist, vor Augen zu stellen. Klar, also mit der Situation haben wir es im Eheleben nicht zu tun. Gehe ich zumindest davon aus, dass man den heiratet, der einem schon sympathisch ist. Zumindest heutzutage. Allerdings, wenn wir so überlegen, ich vermute, dass jeder von uns sich schon in der Situation befunden hat, dass es durchaus Tage gibt, wo wir dazu neigen, wo uns der Böse so einflüstert, dass uns wirklich nur die Fehler, nur die Schwächen des Ehepartners auffallen, dass wir irgendwie für alles Gute komplett die Augen sozusagen verschlossen haben. Ich finde diesen Tipp, wie sie das sagt, wie sie sich da in der Tugend der Liebe übt, durchaus hilfreich. Genauso wie die Erfahrung, die sie beschreibt, dass wir auch je nachdem, wie unsere momentane Stimmung ist, ja, dass wir das gewissermaßen auf das, was der andere tut, auch projizieren, dass wir eigentlich aus unserer Stimmung darauf schließen, mit welcher Intention er etwas gemacht hat. Wie Heilige Teresa hier sagt, obwohl sie in Wirklichkeit sehr gerne sich an der Arbeit, an dem Dienst beteiligen würde, hat sich absichtlich Zeit gelassen, weil sie dachte sich, ja, vielleicht möchte es die Schwester neben mir auch. Vielleicht würde ihr das auch Freude bereiten, wenn sie dabei sein könnte. Es wurde aber von der Umgebung ganz anders verstanden, und zwar, dass sie einfach zu faul war, schnell genug aufzustehen, oder